Die Carbon-Serie von Squala. Wir haben sie eine Woche intensiv für euch getestet und stellen euch Warthose, Wartjacke und die coolen Carbon-Boots im Detail vor. Die Serie an sich ist getrimmt auf Leichtigkeit, ohne dabei an kompromissloser Performance Einbüßen hinzunehmen. Das Ganze wird erzeugt oder erzielt durch eine perfekte Materialauswahl. Bei der Hose haben wir ein bewährtes Toray-Laminat, vierlagig. Trotzdem ist das Gewicht relativ niedrig. Das sorgt für besonders viel Tragekomfort am Wasser, für Beweglichkeit und lässt dich viele Stunden entspannt am Wasser die Zeit verbringen. Insgesamt ist die Serie relativ minimalistisch aufgebaut, was die Details angeht. Im Vergleich zur RS-Serie haben wir bei der Carbon-Serie ein paar wenigere Features, aber einige der coolen Details, die wir auch bei der höherpreisigen Serie finden. Bei der Warthose zum Beispiel haben wir das gleiche Trägersystem. Wir haben dieses Netzmaterial, wir haben die verstellten Einstellmöglichen, die gleichen robusten und breiten Träger. Also die Details, die wir auch von der RS-Serie gewohnt sind. Ein kleiner wichtiger Punkt, wo sich die Carbon-Serie von der RS unterscheidet, ist beim Trägersystem die Möglichkeit, dass ihr die Warthose auch als Hüftwarthose nutzen könnt, indem ihr hier einen kleinen Magneten löst, und zwar auf beiden Seiten und auch auf der Hinterseite. Und dann könnt ihr die Warthose ganz bequem nach unten lassen, wenn zum Beispiel die Temperaturen steigen oder ihr nicht tief einwarten müsst. Ein wenig schlichter gestaltet ist hingegen die Front. Ihr seht schon, wir haben hier eine klassische Warthose ohne langen Frontreißverschluss. Wir haben eine große Kängurutasche hier oben. Auf der Innenseite nochmal eine zweite Tasche für Wertsachen wie Mobiltelefon und so weiter. Und das Ganze ist natürlich vor Wind, Wetter, Regen geschützt durch einen wasserabweisenden Reißverschluss. Auch im unteren Bereich haben wir die gleichen coolen Features wie bei der RS-Serie, zum Beispiel was die Gravel Guards betrifft. Das gleiche robuste Material, sehr fest, sehr stabil und sorgt einfach dafür, dass diese Hose euch viele Jahre am Wasser begleitet. Auch die Neopren-Booties sind aus dem robusten 4 mm Material, die Nähte genauso sorgsam verschweißt und geklebt, und das Ganze sorgt einfach dafür, dass wir hier ein Produkt mit extremer Haltbarkeit haben. Auf der Innenseite finden wir das gleiche Finish wie bei der RS, das einfach dafür sorgt, dass keine unangenehmen Gerüche entstehen. Ansonsten ist die Hose relativ minimalistisch gestaltet, wie gesagt, ist auf Leichtigkeit getrimmt und alle Features, auf die man verzichten kann am Wasser, wurden bei der Carbon weggelassen, um eben ein bisschen Gewicht zu sparen. Das Gleiche gilt auch für die Carbon-Wartjacke. Wir haben es hier eigentlich mit einer sehr universellen Funktionsjacke zu tun, denn auch hier ist das Design relativ minimalistisch. Ihr könnt die Jacke also nicht nur beim Fliegenfischen tragen. Es ist keine klassische Wartjacke in dem Sinne, wo man euch sofort als Angler identifizieren kann, sondern es ist einfach eine High-Performance-Outdoor-Jacke, die relativ dünn ist. Wir haben hier ein dreilagiges Toray-Membran, also auch hier eine perfekte Kombination aus Winddichtigkeit, Atmungsaktivität und Regenschutz. Das Ganze wird natürlich nochmal aufgewertet hier durch den langen YKK Frontzipper. Super gute Qualität, der hier oben in dieser kleinen Garage verschwindet. Wir haben auf der Innenseite, ihr seht es hier im Nackenbereich, nochmal eine schöne Fließapplikation, damit das Ganze auch super schön sich tragen lässt. Die große Kapuze, die sich auch eben mit diesem Druckknopfsystem, was wir von anderen Squala-Jacken kennen, arretieren und einstellen lässt, und das Ganze ist einfach wirklich schön und clean gestaltet. Clean ist auch die Front. Wir haben 3 Taschen, und zwar haben wir einmal hier diese leicht schräg zulaufende wasserabweisende Tasche. Hier ist wirklich viel Platz für große Fliegendosen. Und dann haben wir auf jeder Seite ebenfalls nochmal mit einem wasserabweisenden Reißverschluss diese beiden großen Taschen, in denen ihr zum Beispiel eure Hände unterbringen könnt oder eben zusätzliches Equipment. Ansonsten auf der Front finden wir nur noch diese sehr dezente Docking Station. Auch das kennen wir von der RS-Wartjacke. Hier kann man zum Beispiel eine Lösezange anbringen. Interessant sind natürlich bei der Wartjacke immer auch die Böhnchen, und hier punktet die Carbon ebenfalls mit einem sehr minimalistischen Ansatz. Wir haben einen klassischen Klettverschluss, aber auch hier wieder
Auge fürs Detail. Wir haben den Abschluss hier unten nochmal mit so einem etwas gummierten Material. Das schmiegt sich wunderbar dem Handgelenk an. Hier scheuert also nichts und das Ganze sorgt dafür, dass die Böhnchen wirklich sehr dicht und eng am Arm abschließen und ihr super einen Fisch landen könnt oder zurücksetzen könnt, ohne dass sich Wasser hier euren Arm hochsaugt. Alles in allem also wirklich eine coole, sehr universelle Regenjacke mit einigen Fliegenfischer-Details und ja, eine Jacke, die ihr eben wie gesagt nicht nur beim Angeln tragen könnt, sondern auch im Alltag. Tatsächlich nur fürs Angeln gemacht sind die Carbon-Wartschuhe und auch hier finden wir viele Details, die wir von den RS-Boots kennen, die wir euch ja auch im Detail vorgestellt haben. Dazu gehört zum Beispiel die sehr, sehr hohe EVA-Mittelsohle, also auch das ein Qualitätsmerkmal bei Squaller. Hier habt ihr eine super Dämpfung auf unterschiedlichen Terrains. Und apropos Terrain, ihr habt den gleichen super Grip wie bei den RS-Boots, nämlich diese Vibram Ido Grip Unterseite mit dem bewährten Stollenprinzip, was Squaller in Kooperation mit Vibram ganz exklusiv hier gefertigt hat. Diese Stollen sind wie eine Treppenstufe oder wie 3 Treppenstufen aufgebaut und dadurch greifen die Studs bzw. die Stollen auf unterschiedlichen Untergründen extrem gut. Ja, die breite EVA-Mittelsohle, ich habe es schon gesagt, wird ergänzt, was den Tragekomfort angeht. Ich greife mal kurz rein. Durch diese Einlegesohlen, die in Kooperation mit Ortholite hergestellt worden sind. Also auch hier nochmal ein Qualitätsmerkmal. Das Ganze ist anatomisch an euren Fuß angepasst, sorgt für mehr Stabilität, gerade im Mittelfuß. Und ja, lässt euch einfach viele Stunden unbeschwert am Wasser verbringen, ohne dass ihr euch Sorgen um eure Füße machen müsst. Eure Füße sind natürlich auch super geschützt durch die Außenseite des Schuhs. Wir haben hier vorne diesen verstärkten Zehenbereich. Sehr, sehr robust, sehr, sehr massiv. Alles wirklich super verarbeitet. Alle Nähte grundsätzlich bei Squaller mehrfach gesetzt und nochmal zusätzlich verklebt. Auch hier nochmal ein Prädikat in Sachen Haltbarkeit. Interessant ist auch das Schnürsystem beim Carbon-Schuh. Wir haben nämlich hier nur Öffnung eigentlich nur auf einer Seite. Also hier haben wir einen durchgehenden Schuh und das sorgt einfach nochmal für mehr Tragekomfort am Knöchel und lässt sich in Kombination mit diesem Schnürsystem hier super abschließen. Der Schuh ist insgesamt relativ leicht, wobei er gleichzeitig enorme Stabilität bietet und extrem haltbar ist. Ja, das Ganze komplettiert die Carbon-Serie von Squaller. Passend dazu natürlich auch die entsprechenden Layer und Unterbekleidungsgeschichten, um so ein komplettes Setup zu bekommen. Und was uns besonders gut bei Squaller gefällt, ist auch der Farbcode. Genauso wie die RS-Serie finden wir auch hier einen durchgehenden Farbcode bei der Carbon-Serie. So einen leichten Grün-Grau-Stich haben wir überall in den Produkten drin und das sieht einfach richtig cool aus, finden wir, und hat uns super überzeugt. Ja, wir laden euch ein, schaut euch die Carbon-Serie mal an, wenn ihr Bock auf Beweglichkeit habt, auf Mobilität, auf Leichtigkeit für die ganze Saison in Kombination mit der passenden Unterbekleidung, dann checkt sie einfach mal aus, die Carbon-Produkte von Squaller jetzt bei uns im Shop.